und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und endlich ist es soweit. Ich mache ein Video über den GT3, nachdem ihr schon so lange gefragt habt. Aber es geht gar nicht hauptsächlich um meinen GT3, sondern heute geht es mir um den 991.2 GT3, das Facelift-Modell quasi von diesem hier. Und die Unterschiede schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zuallererst möchte ich sagen, dass in diesem Video für die Leute, die es gehofft haben, keine Hochgeschwindigkeitsrennen auf dem Bilzerberg stattfinden. Wir sind nämlich hier gerade am Bilzerberg, aber wir fahren nicht mit den Autos hier drüber, denn der hier hat gerade mal 2400 Kilometer auf der Uhr. Das heißt, der muss noch ein bisschen eingefahren werden. Vielleicht haben wir noch irgendwann mal die Chance, ein bisschen mehr daran zu testen. Heute allerdings nicht. Heute zeige ich euch nur die ganzen optischen und auch ein paar technische Veränderungen. Natürlich setze ich mich auch mal rein und fahre ein kleines Stück, allerdings, wie gesagt, nicht zu viel erwarten, das wird nicht allzu schnell sein. Wir fangen auch direkt an mit der wichtigsten und auffälligsten Veränderung der Front. Wer sich einmal die Front hier ansieht von dem 991.2, sieht, dass die Lufteinlässe quasi nicht mehr wie ein V zusammengehen, sondern verkehrt herum. Also die gehen quasi innen, von innen nach unten außen. Gucken wir uns jetzt aber mal das V-Facelift-Modell an. Sehen wir haben hier diese typische V-Form, also oben, außen, unten, innen. Das ist so, ich sag mal, die auffälligste Veränderung an dem ganzen Auto. Zusätzlich haben wir bei dem GT3 Facelift auch noch die aerodynamischen Anbauteile, die aber leider nicht lackiert sind. Man kann sie also nur in Plastik bekommen. Sieht nicht so schön aus, erfüllt aber trotzdem seinen Zweck. Doch nicht nur vorne gab es einige Änderungen. Wir haben auch hinten, wie man vielleicht erkennen kann, einen etwas höheren Flügel als beim Vor-Facelift. Der ist nämlich um ein paar Zentimeter höher und geht auch ein paar Zentimeter weiter nach hinten raus. Eine zusätzliche Änderung bei dem Facelift-Modell sind die Lufteinlässe über dem Flügel. Die sind bei dem Vor-Facelift-Modell auch noch als Ganzes zu sehen und in Wagenfarbe lackiert bzw. bei meinem foliert. Hier haben wir zwei Lufteinlässe, die beide aus Plastikteilen bestehen und zusätzlich auch noch mal hier unter dem Flügel auch anders als bei dem Vor-Facelift-Modell. Was vielleicht auch sofort ins Auge sticht, sind die Rückleuchten, die auch eine kleine Änderung haben. Wir haben zum Beispiel bei dem Vor-Facelift-Modell das hier noch als Ganzes. Hier ist so ein kleiner, ich sag mal, Einschnitt drin, was das Ganze noch mal ein bisschen schnittiger aussehen lässt. Und vor allem, wir haben einen Diffusor, was das Vor-Facelift-Modell auch noch nicht hat. Zum Technischen. Das Vor-Facelift-Modell hat 475 PS mit einem 3,8 Liter Boxermotor und einen 4,0 Liter mit 500 PS. Genau wie beim GT3 RS ist allerdings ein anderer Motor. Und was haben wir noch? Schauen wir uns doch mal drin etwas weiter um, denn da gibt es auch noch ein paar spannende andere Details. Was jetzt nicht unbedingt neu ist, was aber ein Unterschied ist zu meinem GT3, sind jetzt zum Beispiel hier die Vollschalensitze. Ich habe ja die Klappschalensitze drin, das sind die Vollschalensitze, die es auch in dem 918 Spider gibt. Bei den Klappschalensitzen kann ich ganz easy den Sitz nach vorne klappen und, wie man hier auch unschwer erkennen kann, den ganzen Müll nach hinten schmeißen oder auch eben Gepäck. Ein sehr guter Unterschied, den ich persönlich bräuchte, ist, dass, muss ich gerade mal suchen, die Sitze sind höhenverstellbar, ja. Da könnte sogar ich mal über den Lenker schauen und nicht mal unten durch. Und Nachteil für mich persönlich wäre, es gibt Leute, für die ist das kein Nachteil, aber für Leute wie mich, die viele reisen, die auch viel Gepäck in so ein Auto reinbekommen möchten, ist, dass man diese Sitze nicht umklappen kann. Die sind nämlich aus einem Guss und ja, ich verstaue ja schon mal gern mein Gepäck hinter dem Käfig. Was jetzt hier ein bisschen schwierig wäre, weil man eben, wie gesagt, die Sitze nicht nach vorne klappen kann. Was auch noch neu ist, ist allgemein bei den Facelift-Modellen, jetzt nicht nur beim GT3, das PCM, das heißt einmal das große Navigationssystem, der große Display hier, der sich mittlerweile sehr gut auch hier per Touch steuern lässt. Ich merke allerdings, der wird extrem heiß. Der ist ganz schön heiß, warum auch immer. Ich habe ja so ein Smartphone, was auch dafür bekannt ist, sehr heiß zu werden, aber das hier wird echt noch heißer. Am Lenkrad hat sich eine ganz kleine Kleinigkeit geändert. Und zwar, wir haben ja hier sonst im Vor-Facelift das in Silber gehabt. Die kleinen Elemente hier, die sind jetzt in Schwarz. Was aber auch noch wichtig wäre zu erwähnen, das Auto gibt es allerdings auch optional als Handschalter. Wir haben ja in dem Vor-Facelift nur das PDK gehabt. Jetzt können wir dieses Auto auch optional als Handschalter für Schalterfreunde bestellen, was natürlich super ist. Dieser hier hat auch unter anderem das Clubsportpaket mit drin. Das heißt,
der Käfig. Wir haben dann noch die 6-Punkt-Gurte, mit denen ich mich jetzt aber nicht anschnalle, weil mir das immer zu unkomfortabel ist tatsächlich. Also wenn man mal ein bisschen schneller über den Pass fährt, dann habe ich die schon ganz gerne, weil man sich sehr sicher fühlt. Aber wenn ich jetzt so normale Strecken fahre, schnalle ich mich dann doch schon lieber mit dem Anschnaller hier an, weil der auch schneller ab und an geht. Es dauert echt immer ewig, sich damit anzuschnallen. Also mit den anderen. Ich fahre jetzt hier einmal komplett um den Bilsterberg herum. Ich fahre auch nicht auf den Bilsterberg, weil, wie gesagt, eben noch nicht eingefahren, und gucke einfach nur, wie die Unterschiede sind, und ansonsten, ja, schnell fahren kann ich ja mit meinem GT3 auch. So, der erste GT3 mit einem 4-Liter Motor. Rundherum um den Bilsterberg fährt man natürlich nicht in Topspeed, und das halte ich auch ein. Wir machen jetzt noch ein paar Außenaufnahmen hier, damit die auch schön werden, und dementsprechend fahren wir jetzt nicht schneller als 50. Das war's von meinem kleinen Vergleich vom 991 GT3 zum 991.2 GT3. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Leider konnte ich heute nicht über die Rennstrecke mit den Autos fahren. Allerdings fahre ich damit in meinem nächsten Video. Nicht mit dem hier, sondern mit einem Ford Mustang und mit einem Ford Focus RS über den Bilsterberg. Ich freue mich schon riesig, das aber in meinem nächsten Video. Herzlichen Dank an den Bilsterberg, dass ich hier diese Aufnahmen machen durfte, und wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, und wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch meinen Channel abonnieren, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleibt, was ich hier so treibe und was für tolle Autos ich euch beim nächsten Mal zeige. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.